Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Auch heute sind wir wieder bei diesem Wasserspeicher oben. Mein Hund Vito hat Gefallen daran gefunden, mich darauf zu schleppen. Diese paar hundert Meter, ich weniger, denn wenn das noch öfter geschieht, muss ich mir neue Hosen kaufen. Denn derartig stark werden meine Schenkel dann sein. Ja, es soll nichts Schlimmeres geschehen. Nun zum heutigen Video. Kennen Sie den kleinsten Jagdgebrauchshund der Welt? Na, selbstverständlich kennen Sie den. Spätestens jetzt, wo Sie dieses Video angeklickt haben, denn das ist der Dackel. Ja, der Dackel, auch genannt Dachshund oder Teckel. Das ist eine Brake. Was sind Braken? Nun, Braken sind Hunde, die durch Nasenarbeit den Jäger zum Wild führen. Grob ausgedrückt. Ja. Also das genaue Gegenteil von Braken sind zum Beispiel Windhunde, die hauptsächlich auf Sicht jagen, ebenfalls grob ausgedrückt. Braken zählen zu den ältesten Hundetypen der Welt. Schon die Kelten hatten Braken, die sogenannte Keltenbrake. Und die stellt den direkten Vorfahren aller heutigen modernen Braken dar. Auch den der Dackel. Ist so. Doch zumeist sind Dackel eher hochläufige Hunde. Hunde, die sich dafür eignen, über lange Strecken hohe Geschwindigkeiten einzunehmen. Warum ist das beim Dackel anders? Nun, liebe Zuseher, das Ganze hat den Ursprung in der gezielten Jagd auf den Fuchs und den Dachs. Klingelt's? Sie wissen schon. Fuchsbau, Dachsbau. Man benötigte kurzläufige kleine Hunde mit stark ausgeprägtem Jagdtrieb und enormen Mut. Denn normalerweise sah solch eine Fuchs- oder Dachsjagd so aus. Diese dafür geeigneten Hunde wurden in den Bau des Räubers geschickt. Der sprengte diesen, da gab es drinnen zumeist ein Scharmützel, ein kleineres mit diesem Räuber, der dann fluchtartig den Bau verließ. Ja, und draußen wartete der Jäger. Zack, Sache erledigt. Doch immer lief das nicht so regelmäßig. Befanden sich hier der Jagdhund, die Brake, der Vorfahr des Dackels, auch die modernen Dackel, die ja nach wie vor dafür verwendet werden, in einen oder anderen Situationen. In einem Kampf auf Leben und Tod mit diesem Räuber. Und Sie wissen, Fuchs, große Fuchsrüden, aber auch kleinere Fuchsfeen, Dachse, also keine Gegner, mit denen man es leicht zu tun hat, möchte ich sagen. Ja. Der Name dieser Braken, dieser kurzläufigen Braken, die für die Jagd auf Dachs und Fuchs spezialisiert wurden, der entwickelte sich zu Taxkrieger mit hartem T oder Taxkriecher. Die wurden auch Taxschliefer genannt. Es gab sehr viele verschiedene Typen dieser Dachshunde, möchte ich mal sagen. Aus diesen Begriffen Taxkrieger und so weiter leitete sich später dann der Name Dachshund, Dackel oder auch Deckel ab. Alle drei bezeichnen denselben Hund. Ja, schnell verbreitete sich die tolle Eignung dieses Hundes überregional, auch über Deutschland hinaus. Das begann im 19. Jahrhundert. Man begann damit, an einem Rassestandard zu arbeiten und etwa zur gleichen Zeit versuchte man auch, diesen Dachshund noch kleiner zu züchten, damit man ihn auch in Kaninchenbau hineinschicken kann. Es entstand der sogenannte Kaninchendackel oder Zwergdackel, der derselbe Hund ist, nur kleiner ist. Wenn wir schon von Größe und so weiter sprechen, eigenartigerweise gibt es für den Dackel keine Schulterhöhenangabe. Man weiß, wie hoch sie sich circa wären, aber hier herrscht zumeist der Brustumfang vor. Ja? Also das Ganze hat ebenfalls mit dem Einschlüpfen in den Bau zu tun. Ist der Hund dafür fähig mit diesem Brustumfang und so weiter. In diese Richtung wurden diese Hunde dann erschaffen, gezüchtet, also nicht zu breite Brust, die wäre dann hinderlich beim Einschlüpfen in den Bau und so weiter. Ja? Und dieser Brustumfang bewegt sich von Zwerg- oder Kaninchendackel bis zu dem Standard-Dackel, Kurzhaar, Rauhaar, Langhaar, dazu gleich später.
zwischen 25, 30 cm bis etwas über 35 cm Brustumfang, grob gesagt. Ja. Also hier darf man nicht ganz so genau sein. Gibt sicher genauere Angaben, ja, aber in etwa. Obwohl es nirgends offiziell in Rassestandards eine angegebene Schulterhöhe gibt, weiß ich, dass sich diese Hunde im Bereich zwischen 17 und 30, vielleicht manchmal etwas über 30 cm Schulterhöhe bewegen. Und das Gewicht schwankt von 7 bis vielleicht etwas über 10 Kilo, wenn sie kapitale Dackel haben. Die können dann schon noch schwerer als 10 Kilo werden. Es gibt ja 3 Varianten des Dackel. Den Kurzhaarigen, der eigentlich den Urtyp des heutigen modernen Dackels darstellt. Und zwar spricht man da von dem schwarz-rot gefärbten kurzhaarigen Dackel. Es folgten dann der Rauhaardackel und der Langhaardackel. Es sind dieselben Hunde, also hier wurde schon mit anderen Hunderassen herumexperimentiert, um diese Typen zu erreichen. Klar, doch im Endeffekt ist das heute ein und derselbe Hund mit anderer Fellbeschaffenheit. Selbe Größe, selbes Gewicht und fast identer Charakter. Die Optik ist eine Geschmackssache. Ich bin mir sicher, wenn Sie, nur ein Beispiel jetzt, ja, nehmen Sie das mit etwas Augenzwinkern. Wenn Sie Rhodesian Ridgeback-Fan sind oder Dobermann-Fan sind, fühlen Sie sich etwas mehr dem Kurzhaardackel zugetan, möchte ich sagen. Wenn Sie Schnauzer-Fan oder Bouvier-Fan sind, Deutsch-Strata-Fan sind, dann gefällt Ihnen mit Sicherheit der Rauhaardackel am besten. Und wenn Sie es abgesehen haben auf Hoverwart, Golden Retriever, in diese Richtung hinein, Irish Setter, dann wird für Sie der Langhaardackel der schönste, seine Geschmackssache. Also mir gefallen sie alle 3 sehr gut. Ich müsste da sehr lange überlegen, um einen Favoriten herauszufiltern. Ne? Wir sind ja mit dem Charakter dieses Hundes aus. Nun, ich sage Ihnen was. Mit Sicherheit hat schon der eine oder andere von Ihnen mal mitbekommen, wenn jemand zu einem Besitzer eines kleinen Hundes gesagt hat, was ist denn das für ein Dackel? Ne? Ja, das sind Leute, die von Hunden wenig Ahnung haben, denn Dackel haben es fast dick hinter den Ohren. Das sind tolle Familienhunde, aber es sind Braken, es sind sehr urtümliche Hunde. Braken typisch sture Hunde, die sich nicht wirklich für zum Beispiel den Abrichtersport eignen. Es mag Ausnahmen geben, gar keine Frage. Doch Braken sind sehr eigenständige, sture Hunde. Mit dieser Art, dieser Charaktereigenschaft muss man schon umgehen können. Wenn man das allerdings kann, sind es fantastische Hunde, die auch einen tollen Wach- und Schutztrieb haben. Klar, der Wachtrieb, der kommt zum Tragen. Es sind sehr aufmerksame, hellhörige Hunde. Der Schutztrieb ist ebenfalls da, doch auch wenn es ein 10, 11, 12 Kilo Dackel Rüde ist, wird er sie im Fall der Fälle nicht wirklich beschützen können. Außer ihr gegenüber ist eine Person, die generell Angst hat vor Hunden. Ja? Aber dafür wurde er ja auch nicht gemacht. Also wie gesagt, dieser Hund wurde gemacht für die Baujagd auf den Dachs- und den Fuchskontinent, aus bekannt vor, ja, Fox Terrier. Ähnliche Geschichte. Völlig andere Entstehungsgeschichte, haben miteinander nichts zu tun. Der Dackel ist zu Hause ein Schmuser, wenn man für klare Strukturen sorgt. Und das habe ich nicht nur einmal gelesen, das habe ich auch öfter gehört und ich habe es auch öfter gesehen. Einer meiner besten Freunde besitzt eine Dackelhündin, schwarzbraun die Fee. Die ist mit allen Wassern gewaschen. Und ich sage Ihnen was, reichen Sie der den kleinen Finger, die nimmt nicht nur die ganze Hand, die nimmt den ganzen Körper. Also aufpassen, die nutzen schon Schwächen aus. Und auch wenn das ein kleiner Hund ist, dieser Hund strotzt vor Kraft und hat einen kräftigen Griff, was nicht bedeutet, dass der Ihnen gegenüber eingesetzt wird, das wollte ich damit nicht sagen. Ich möchte nur sagen, das ist ein kleiner, aber dennoch kapitaler Räuber. Also, der Dackel braucht, und davon bin ich überzeugt, mit Sicherheit wird mir der eine oder andere Dackelbesitzer zustimmen hierbei, eine strukturierte Erziehung. Klar erkennbar, wie soll ich sagen, in die Richtung bewegt, du bist mein Junge oder du bist mein Mädchen, aber ich bin schon dein Chef, ja? Auch wenn du stur bist. Das sollte dir glasklar sein. Sie wissen, was ich meine. Der Dackel ist ebenfalls ein toller Kinderkumpel, aber aufgepasst, liebe Zuseher, der Dackel ist kein Kinderspielzeug. Das ist übrigens gar kein Hund, ein Kinderspielzeug, doch leider wird das häufig oft anders gesehen. Sie wissen schon, Weihnachten, Weihnachtsgeschenk, hier hast du etwas, das gehört dir. Ja? Absolut falsche Geschichte, völlig falscher Weg. Jeder Hund stellt kein Kinderspielzeug dar. Aber, nochmal, der Dackel, oder Leute, die von Hunden wenig Ahnung haben und durch Zufall auf einen Dackel stoßen, könnten der Meinung sein, dass der Dackel ein tolles Kinderspielzeug ist. Doch das kann ins Auge gehen, liebe Zuseher. Der Dackel hat einen sehr starken Charakter. Ja?
ist mit Sicherheit kein Hund, den man den ganzen Tag irgendwie herumziehen kann, den man herumkneten kann, auf dem man sich herumrollen kann. Da gibt es Hunde, die lassen sich das eher gefallen als der Dackel. Ich wiederhole mich zum 3. Mal, kein Hund der Welt ist ein Kinderspielzeug. Das sollte jedem zukünftigen Hundebesitzer klar sein. Doch wie gesagt, allgemein gesehen ist der Dackel ein toller und schneidiger kleiner Jagdhund, der auch die Eigenschaft besitzt, sich oftmals zu überschätzen bei Begegnungen mit Artgenossen. Und das kann, wenn sein Gegenüber ein großer Hund ist und ihn ernst nimmt dabei, natürlich für einen Dackel auch schnell mal gefährlich sein. Das ist ganz klar. Ja. Aber generell sind es tolle Hunde. Ich kann Ihnen einige Erlebnisse meinerseits, persönliche Erlebnisse mit Dackeln erzählen. Dauert nicht so lange. Wir hatten in den Anfangsphasen des Hundesports, also ich war 11 oder 12 Jahre alt, also wir waren ganz frisch dabei bei diesem Sport, hatten wir am Platz, der damals noch nicht von meinem Vater geführt wurde, ein Mitglied mit einem schwarzen Kurzhaardackel, dem Chico. Der machte mit ihm die GH2. Das ist ein Widerspruch zum Beispiel zu der Charaktereigenschaft Brakentypisch stur. Braken eignen sich weniger für den Abrichtesport und so weiter, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja. Mein Boris war ein Herdenschutzhund und war ein hervorragend fantastischer Gebrauchshund. Und Sie kennen mich und meine Einstellung zu diesem Thema in Verbindung mit Herdenschutzhunden. Ich bin der Erste, der immer sagt, Herdenschutzhunde eignen sich nicht dafür. Selbst hatte ich aber einen, das war mein erster Hund, der war ein fantastischer Herdenschutzhund. Ausnahmen bestätigen die Regel. Chico war ein kurzer Dackel, ein hervorragender Gebrauchshund. Ja. Klar waren ihm Grenzen gesetzt beim Gerätetraining, Hochsprung, Weitsprung. Keine Frage, aber er hatte einen hohen Will to Please. Es war ein sehr lernfreudiger Dackel, aber auch ein sehr dominanter Dackel. Ich weiß noch, es war eigentlich nicht vorgesehen, mit diesem Hund Schutzarbeit zu betreiben, obwohl ja, bei dieser Sportart bei unserem Platz kein Hund ausgeschlossen wurde. Wir hatten so kleine Jute-Säckchen, da arbeiteten wir sogar mit Chihuahuas. Ja. Aber das war alles eine Spaßsache, das werden Sie verstehen. Aber die waren da mit Eifer dabei. Die Chihuahuas sind die meanest dogs der Welt, wenn es um das geht. Chico machte auch Schutzarbeit, allerdings immer außer Konkurrenz. Also da machte das nicht turniermäßig, also es wurde mit ihm nicht an der GH1, GH2 gearbeitet, aber manchmal, ja, wenn der Besitzer Laune hatte, trat er auch zur Schutzarbeit an. Und die funktionierte top mit diesem kleinen Kraftpaket. Chico, toller Hund, ich kann mich gut erinnern. Mein Freund, von dem habe ich Ihnen schon erzählt, mit der Fee, eine schwarz-rote, wie ein Dobermann, gefärbte Kurzhaardackelhündin, die Fee, aber mit allen Wassern gewaschen. Manchmal ziemlich zickig anderen Hündinnen gegenüber und kann da zu Hause ziemlich rebellisch werden. Ja? Also die braucht eine ziemlich Struktur. Er liebt sie abgöttisch. Also der ist in sie extrem verliebt. Dennoch muss er sich das ein oder andere Mal etwas, wie soll ich sagen, konsequent bei ihr durchsetzen. Das ist eine Testerin. Ne? Ich treffe hier im Wald öfter einen Herrn mit einem Rauhaardackel, ein schöner Kerl, ein junger Rüde, 2,5 Jahre muss er jetzt sein. Und sehen manchmal zu, wenn er mit ihm trainiert. Ja? Ich weiß nicht, ob das ein Jäger ist, ich habe ihn noch nicht gefragt. Manchmal, wenn ich vorbeigehe, sage ich, schon wieder am Trainieren, ja, wir sind schon wieder fleißig. Toller Hund, gefällt mir sehr gut, ein kleines Muskelpaket, derartige Schenkel. Schön, man sieht, dass mit ihm gearbeitet wird. Und vor etwa 2 Jahren hatte ich ein Erlebnis mit einem ebenfalls schwarzen Kurzhaardackel, hier in Neudörfel, und zwar Neudörfel hat da eine eigene Facebook-Seite, also eine eigene Gruppe. Und ja, wenn man dabei tritt, Sie wissen schon, werden Neuigkeiten in Neudörfel ausgetauscht, wie es halt so ist auf Facebook. Und da wurde uns mitgeteilt, dass der Hund, wegen was auch immer das war, ich weiß nicht mehr, entlaufen ist, in die Wälder. Mit der Flexileine, also der Rollleine der Ostseebahn. Es war kalt, es war Winter, es lag Schnee und zu diesem Zeitpunkt war es recht windig und in der Nacht, Mitternacht, 1, 2 in der Früh, hat es schon -10, -11 Grad, also ziemlich grenzwertig für einen Kurzhaardackel. Sie wissen, kleine Hunde, noch dazu kurzhaarig, mit so gut wie keiner Unterwolle, kühlen weit schneller aus als Hunde mit mehr Substanz und besserer Fellbeschaffenheit. So, jetzt war aber nicht nur das Problem generell, dass der Hund auskühlt, wenn man ihn nicht schnell findet. Sondern wie gesagt, der war mit einer Flexileine unterwegs. Sie wissen, wie die zumeist aussehen, ich habe jetzt leider keine mit.
Und wenn der da im Wald unterwegs ist, kann es sehr leicht sein, dass er sich mit dem Ende dieser Leine irgendwo in einem Ast bei einem Baum verfängt und dann hängen bleibt und dann nicht mehr wegkommt. Das war meine Sorge, die ich natürlich in dieser Truppe nicht niedergeschrieben habe, weil ich der Besitzerin nicht noch mehr Bange machen wollte, als sie sowieso schon hatte. Und ich hatte noch 2 Sorgen. So, wir haben hier im Bezirk Mattersburg Goldschakal-Vorkommen. Und es gibt sehr viele Wildschweine hier im Wald. Ja, das sind 2 Sachen, die Ihnen Sorgen machen müssen. Auch wenn Sie im Netz selten Vorfälle mit Goldschakalen und kleinen Hunden finden, ist es bewiesen, dass ein großer Goldschakal mit 10 Kilo einen kleinen Hund sehr schnell gefährlich werden kann. Speziell wenn der Hund irgendwo fest sitzt, nicht davonlaufen kann, dann kann ein Dackel mit 7, 8 Kilo schon mal als Mahlzeit für einen Goldschakal gelten. Ja. Wildschweine. Lange ist es noch nicht her, nicht weit von hier, ließ einer seinen Hund in den Garten. Dieser Hund wurde von 2 Wildschweinen getötet, regelrecht ausgeweidet. Ja. Ob das die Rauschzeit der Wildschweine war, weiß ich nicht, aber der Hund war in seinen eigenen Garten. Da sind die Wildschweine hinein. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, wenn da irgendwo ein Dackel in der Nacht verheddert mit der Rollleine an einem Baum oder an einem Ast im Wald hängt und eine rote Wildschweine vorbeigeht und es hier vielleicht ein Missverständnis gibt, dass der von den Wildschweinen getötet wird. Und wie gesagt, nochmal, auch der Goldschakal könnte sehr hungrig sein und ein 10 Kilo Goldschakal, dem hat ein Dackel im 1:1 Fight alleine nicht viel entgegenzusetzen, liebe Zuseher. Das und natürlich die dritte Sache, der Hund hängt irgendwo fest, kann sich nicht wirklich bewegen, erwärmen, durchlaufen und er friert erbärmlich über Nacht bei minus 11 Grad und Wind im Wald. Das waren meine Sorgen und das bewog mich dazu, mit Vito auszureiten und diesen Hund im Wald zu suchen. Mein Hund ist ein guter Spurensucher und hätte ich irgendwo abseits der Pfade ein Pfotensiegel gefunden, das zur Größe eines Dackels passt, dann wäre ich auf die Suche gegangen, hätte Vito auf die Spur angesetzt und die Chancen wären nicht schlecht gestanden, dass er mich zu diesem Hund hinführt, wenn er irgendwo festgesessen wäre. Das war meine Sorge. Ich bin da sogar um 11 Uhr in der Nacht nochmal raus, der Hund war noch nicht zu Hause, mit der Lampe in den Wald hinein und das sind Uhrzeiten, wo ich mit Vito den Waldbesuch eher meide, eben aufgrund des Schwarzwildes, denn ich möchte mich mit meinem Hund mit einer roten Wildschweine nicht anlegen. Er ist schnell, er kann davonlaufen. Ich bin auch schnell, aber nicht so schnell wie er und auch nicht so schnell wie die Wildschweine. Und die Bäume hier sind aalglatt, also ich käme hier nirgends auf einen Baum rauf. Das ist der Grund, weshalb ich spät abends nicht mehr in den Wald gehe mit Vito. Also ich bin um 11 in der Nacht nochmal mit einer Taschenlampe in den Wald raus und dachte mir, vielleicht habe ich ein Glück und finde ihn, habe seinen Namen gerufen und habe nach Spuren gesucht, aber keine Chance. Der war am nächsten Tag auch noch nicht zu Hause und da habe ich mir gedacht, nur der arme kleine Dackel wird es hinter sich haben. Doch 2 Tage später kreuzt er wieder auf, unterkühlt, völlig fertig, nervlich, ja, müde. Doch heute geht es ihm wieder gut. Sie sehen also, diese Hunde sind sehr zäh. Kurzer Dackel, so gut wie keine Unterwolle, minus 10, minus 11 Grad und Wind in der Nacht, Schnee. Also alle Voraussetzungen gegeben, dass der Hund erfriert, auskühlen durch den Schnee, durch den Wind und so weiter. Die Leine, mit der er sich wo verheddern kann. Doch, der hat das irgendwie durchgestanden. Der dürfte sich da irgendwo, weiß ich nicht, er wird 2 Tage nicht durchgelaufen sein, das hält auch kein Dackel nicht aus, aber der hat sich da irgendwo einquartiert, gehe ich mal davon aus, in der Nacht, wo er das Ganze überlebt hat. Also zähe kleine Kämpfer. Also wenn Ihnen mal jemand entgegenkommt, weil Sie einen kleinen Hund haben und zu Ihnen sagt, was ist denn das für ein Dackel, dann nehmen Sie das nicht ernst. Sie wissen dann, dass diese Person keine Ahnung von Hunden hat, denn abwertend sollte man von Dackeln nicht sprechen. So, unterm Strich, der deutsche Dackel, Dachshund Delke, ein top kleiner Jagdgebrauchshund für Leute, die es verstehen, mit diesem Hund umzugehen. Bracken sind nicht einfach, da gehören auch Schweißhunde dazu, etc. Das sind schon manchmal sehr sture Hunde. Ist nicht in Stein gemeißelt, wenn man mit dieser Eigenständigkeit umgehen kann und sie wachsen ja mit ihrem Hund. Dann sind das Top-Hunde und sie gefallen mir auch wahnsinnig gut. Egal ob Kurzhaar, Rauhaar oder Langhaar, alle haben ihren Reiz, ihren Flair, ihren Charme. Tolle Hunde, tolle Wächter, tolle Familienhunde, die sie auch überall hin mitnehmen können. Allerdings, ganz klare Sache, aufgrund ihrer extremen Kurzbeinigkeit, sollte man es mit der Strecke nicht übertreiben. Schauen Sie, das müssen Sie selbst abschätzen. Es sind sehr bewegungsfreudige, sportliche Hunde, aber ja, Marathonwanderer, das ist ja ganz klar, sehen Sie sich mal die Anatomie an, ja, sind es natürlich nicht.
auch von Krankheiten ist der Dackel nicht gefeit und ich wurde schon öfter darauf hingewiesen, ich sollte doch auch die Robustheit einer Rasse ansprechen. Das ist für mich immer ein bitterer Beigeschmack. Schauen Sie, es gibt Rassen, die sind sehr krankheitsanfällig und werden niemals krank. Es gibt Rassen, die gelten als extrem gesund und sind ihr ganzes Leben von Krankheit geplagt. So ist es auch beim Dackel. Ja, für mich zählt der Dackel zur Extremzucht, denn so kurze Beinchen, das hat nichts mehr mit dem Wolf zu tun, zum Beispiel, ja, aber da gibt es ja viele Hunde, wo man das ansprechen könnte. Ja, wie gesagt, der Dackel unterm Strich, ein toller Hund, der mir sehr gut gefällt, optisch, aber auch charakterlich. Eine tolle Sportskanone, ein toller Jagdhund, aber man muss mit ihm umgehen können. Ja, liebe Zuseher, das war der Dackel, der Dachshund, der Deckel. Der einzige Jagdgebrauchshund der Welt. Das hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war es schon wieder.